Okay, wir sind jetzt hier bei Holase. Wie ihr seht, sind ja schon die Gaming-Geräte im Hintergrund. Und jetzt will ich wissen, wer seid ihr von Holase und was macht ihr? Ich bin Bernd von Holase, auch bekannt als Komrad im Internet. Und wir bei Holase, wir kümmern uns darum, dass Linux auf dem Desktop vorankommt, indem wir halt die Spiele pushen, zeigen, wie man spielt unter Linux und zeigen, was alles geht, zeigen, wie man irgendwelche Probleme umschifft. Wir bringen die Gamer zusammen, die Linux-Gamer, haben zum Beispiel auch Infrastruktur halt wie Gaming-Server, die stellen wir dann zur Verfügung, kostenfrei. Und halt auch Mumble, damit man sich unterhalten kann. Wir haben Chats wie IRC und Discord und Matrix und alles Mögliche. Und wir sind da auch auf Messen, um zu zeigen, dass man halt unter Linux tatsächlich auch zocken kann. So, dann wäre jetzt meine Frage, wie lange macht ihr das denn schon? Oh, schon eine ganze Weile. Angefangen hat Holase 2000 im Sommer. Also ich habe 1997 ungefähr angefangen, unter Linux mir Linux zu installieren und es zu benutzen. Und habe dann auch irgendwann halt angefangen zu zocken. Habe da mir dann die ganzen Probleme halt alle aufgeschrieben, damit ich sie auch nicht wieder vergesse oder sowas, sondern wenn ich eine neue Installation gemacht habe. Um dann einfach zu wissen, wie ich das halt mache. Und irgendwann habe ich dann halt gesagt, diese ganze Information kann ich ja auch mal vielleicht einfach auf eine Webseite stellen. Hatte dann halt noch eine Domain halt übrig und das war halt holase.de. Und die habe ich dann halt benutzt und habe dann halt da die erste Seite draus gemacht mit den ganzen Tipps, die ich da, oder mit den ganzen Infos und den Configs und sowas, was ich dann halt alles zusammengetragen habe. Dann kamen noch News dazu und im Laufe der Zeit ist es halt gewachsen zu einer riesengroßen Datenbank über Spiele und dann kam die Game-Server noch dazu und all solche ganzen Geschichten. Die Domain Holase, warum hattest du die schon? Die habe ich irgendwann mal aus Spaß quasi gekauft. Das war irgendwann 1998 oder irgendwie sowas, habe ich die gekauft und dann dümpelt sie da ein bisschen rum. Ich hatte ja nicht wirklich was drauf. Und dann wollte ich sie halt irgendwann, diese ganzen Notizen halt online bringen und dann hatte ich halt diese Domain und dann habe ich das halt gemacht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das halt dann 24 Jahre später halt immer noch quasi das ist. Und jetzt passt der Name halt und ja. Du bist jetzt der Linux-Experte oder der Linux-Gaming-Experte. Was würde denn Linux-Gaming jetzt noch besser machen aus deiner Sicht? Naja, natürlich noch mehr Spiele, ne? Also durch Proton und Steam und das Engagement von Valve insgesamt ist halt schon viel, viel einfacher geworden, die Spiele halt unter Linux zu spielen. Wünschenswert wäre natürlich halt, wenn noch mehr Hersteller auf nativen Linux-Support gehen würde und wenn diese ganzen Hersteller dann diese Linux-Version auch weiter pflegen würden. Also es gibt ganz, ganz viele Linux-Versionen native, die werden aber halt irgendwann einfach nicht mehr supported und dadurch, dass dann, weiß ich, zum Beispiel die glibc halt weiter wächst und neue Versionen rauskommen, dann geht da irgendwas kaputt und dann hast du eine defekte Linux-Version. Und ganz häufig ist es dann halt schon so, dass man dann lieber auf die Windows-Version umschwenkt und das dann mit Proton abspielt, weil der Native Linux-Support dann halt nicht mehr so funktioniert. Aber es gibt halt auch viele, viele Hersteller, die dann tatsächlich da auch konsequent dann beibleiben und konsequente Updates bringen. Also Valve geht da mit sehr, sehr gutem Beispiel voran. Die bringen halt für Left 4 Dead 2 zum Beispiel halt, haben wir gerade in unserem Wochenendrückblick halt gezeigt, ist wieder ein neues Update rausgekommen. Also das heißt, das ist ein sehr, sehr guter Linux-Support. Und da können sich einige Hersteller halt auch ein bisschen eine Scheibe von abschneiden. Ja. Was sind denn deine persönlichen Lieblingsspiele? Jetzt sowohl Linux-fähige Spiele oder vielleicht auch Spiele, die jetzt noch nicht auf Linux zum Beispiel laufen? Ja, ich bin ein großer Command & Conquer-Fan und die ganze Command & Conquer-Reihe, die läuft zum größten Teil sehr, sehr gut unter Linux. Auch das vor ein paar Jahren erschienene Command & Conquer Remastered, das läuft 1A unter Linux mit Proton, das spiele ich sehr, sehr gerne. Und ansonsten halt zum Beispiel OpenRA, das ist ein Community-Nachbau der Command & Conquer Engine. Da gehen dann zum Beispiel Dune 2000, wurde dann nachempfunden und auch Command & Conquer und jetzt arbeiten die gerade am Tiberium Sun Support. Das ist schon ziemlich cool. Ansonsten spiele ich immer noch sehr, sehr gerne Wirtschaftssimulationen und Simulationen allgemein, also ein Euro Truck Simulator, abends eine kleine Runde durch Europa cruisen oder halt Transport Fever. Und da gibt es halt auch sehr schöne Open-Source-Titel, wie zum Beispiel Simutrans. Da kann man halt auch seine eigenen Wirtschaftszweige aufbauen. Ja genau, Echtzeitstrategie zum Beispiel noch Beyond Our Reason, also Bar. Das spielen wir dann in der Community sehr, sehr gerne. Da kann man immer schnell eine Runde
mit ein paar Freunden zusammen eben schnell spielen. Jetzt konkret Spiele, die nicht auf Linux laufen, gibt es da irgendwelche, wo du denkst, das wäre so schön, wenn das laufen würde unter Linux? Ja, also meine Titel laufen echt gut. Schön wäre es tatsächlich, wenn ältere Windows-Spiele dann halt auch sehr, sehr gut laufen. Manche, die haben halt einfach dann nur sehr schwierigen Support. Fällt mir jetzt aber gerade konkret keins ein, was mich jetzt persönlich betrifft, aber da gibt es auf jeden Fall. Also zum Beispiel halt diese Blizzard-Spiele, da braucht man das Blizzard-Net, da gibt es häufiger mal Probleme. Also es gibt auf jeden Fall immer irgendwie eine Alternative und mit ein paar Tricks kriegt man eigentlich alles am Laufen. Und derzeit mit Proton ist der Support schon sehr, sehr gut. Also wenn es keine native Linux-Version gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch, dass man das halt mit Proton zum Laufen bekommt. Kann man halt auf der ProtonDB kann man zum Beispiel nachschauen oder halt auch bei Olase, wenn wir da einen Artikel zu haben, kann man dann nachschauen, wie gut das läuft oder mit welcher Proton-Version es dann besser läuft, wo es weniger Probleme gibt oder wo schon Probleme behoben worden sind. Da kann man dann nachschauen. Also ihr habt jetzt die Holase-Community quasi. Wie interagiert ihr denn mit denen? Also habt ihr da irgendwelche Gaming-Flashmobs oder irgendwie... Was ist ein Gaming-Flashmob? Let's Play Together mit Gronk und Sarazar. So Kennst du so? Und da hat ihr darüber so Flashmobs gemacht, wo die dann irgendwie so Tausende von Leuten auf den Server da geladen haben und so. Macht ihr irgendwelche auch solche Sachen, oder? Nee, sowas machen wir eher nicht, aber wir veranstalten Spieleabende und wir haben auf jeden Fall halt einen Chat und eine Community, wo man halt auch ganz viele Open-Source-Spiele dann halt mal spielen kann. Da findet man ja vielleicht eher schwieriger auch mal Mitspieler. Das findet man bei uns dann halt, da findet man tatsächlich dann auch Leute, die dann Lust haben, halt auch mal ein etwas selteneres Spiel zu spielen. Wir haben viele kurz angespielt Videos auf YouTube, wo wir dann halt die Spiele zeigen. Und wenn jemand irgendwie Vorschläge macht, so, dann gehen wir immer sehr, sehr gerne darauf ein. Ansonsten haben wir zum Beispiel mit euch, mit Tuxedo, haben wir schon mal einen Gaming-Abend gemacht, wo Lars gegen Tuxedo quasi angetreten ist. Wusste ich gar nicht, aber okay. Ja, das ist schon ein paar Jahre her, aber genau, solche Sachen machen wir. Wir sind eigentlich für alle Scherze zu haben. Und ansonsten sind wir halt auch gerne hier auf Messen, wo wir halt dann mit der Community direkt sprechen können. Das macht dann schon Spaß. Und genau. Und ansonsten, ja, also streamen oder sowas machen wir jetzt eher selten. Da ist die Zeit viel zu knapp halt für. Aber ja, also wir zocken einfach sehr, sehr gerne und wenn jemand Lust hat, mit uns zu spielen, dann sind wir eigentlich immer dabei. Ja, okay. Also der Tuxedo Gaming Abend oder der Holase X Tuxedo Gaming Abend, den müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Habt ihr irgendwelche Ankündigungen noch? Wir arbeiten auf jeden Fall an einer neuen Webseite. Das ist leider sehr zeitintensiv, aber da arbeiten wir dran. Die jetzige ist schon ein bisschen altbacken. Die Informationen sind natürlich alle aktuell, aber die Software ist halt tatsächlich ein bisschen älter und daran arbeiten wir jetzt, dass wir jetzt da eine neue Software machen, die dann auch viel, viel mehr integriert ist in zum Beispiel halt Steam, dass man da einfach viel mehr Interaktion machen kann. Genau. Ja, dann cool, dann noch viel Spaß. Ja, danke. Und dann sehen wir uns irgendwann bei dem Tuxedo Holase Gaming Abend. Danke dir. Danke.